40 Grad. Stell dir vor, du wachst morgens auf. Der Wecker hat nicht geklingelt. Du streckst die Hand aus und schaust auf dein Handy, aber der Bildschirm ist schwarz. Der Akku ist leer. Es gibt keinen Strom. Du drückst den Lichtschalter. Nichts passiert. Du versuchst aufzustehen, aber das Zimmer ist seltsam kalt. Normalerweise müssten die Heizkörper um diese Uhrzeit schon warm sein. Du gehst zum Fenster und schaust nach draußen. Alles ist weiß. Es schneit, aber es ist kein normaler Schnee. Der Wind ist so stark, dass die Bäume fast umknicken. Du schaust auf das Thermometer. Es zeigt minus 40 Grad an. In diesem Moment wird ihnen klar, das ist nicht nur ein Stromausfall, das ist eine Katastrophe und sie beginnen gerade langsam zu sterben. Sie sind sich dessen nicht bewusst, aber ihr Körper befindet sich gerade in einem kritischen Gleichgewicht zwischen Überlebensmodus und Tod. Ich bin der Kommissar. Seit 10 Jahren erforsche, teste und lehre ich Überlebensszenarien. Heute werde ich Ihnen Informationen geben, die Ihnen wahrscheinlich das Leben retten werden. Wie überlebt man bei extremer Kälte von minus 40 Grad ohne Strom, ohne Erdgas, ohne moderne Infrastruktur? Die meisten Menschen denken nicht darüber nach, weil sie glauben, dass sie das nie erleben werden. Tatsache ist jedoch, dass die Zahl der großflächigen Stromausfälle in Europa in den letzten 5 Jahren um 60% gestiegen ist. Klimawandel, alternde Infrastruktur, Energiekrise, das sind keine Verschwörungstheorien mehr, sondern reale Risiken. In dem heutigen Video zeige ich Ihnen 6 lebensrettende Strategien. Jede davon ist wissenschaftlich belegt, durch historische Ereignisse getestet und kann in Ihrem eigenen Zuhause angewendet werden. Sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an, denn die 6. Strategie ist vielleicht die wichtigste und ein Thema, über das die meisten Menschen nie nachdenken. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken und zu abonnieren, denn in den kommenden Wochen werde ich die Überlebensserie fortsetzen. Lassen Sie uns beginnen. Sie müssen die erste Stunde verstehen, denn der Unterschied zwischen Überlebenden und Todesopfern liegt oft in den Entscheidungen, die in der ersten Stunde getroffen werden. Der Strom ist ausgefallen, draußen herrschen minus 40 Grad und in Ihrem Haus sind es noch etwa 18 Grad. Sie fühlen sich sicher, Sie kuscheln sich in Ihre Decke und denken, dass der Strom in ein paar Stunden wieder da sein wird, dass sich bis zum Morgen alles wieder normalisiert und dass es kein Problem gibt. Dieser Gedanke könnte Sie das Leben kosten. Es gibt einen Bericht des Bundesamtes für Zivilschutz und Katastrophenhilfe. In diesem Bericht steht, 83% der Wohngebäude in Deutschland erreichen bei einem vollständigen Stromausfall im Winter innerhalb von 72 Stunden eine kritische Innentemperatur. Wissen Sie, was eine kritische Temperatur ist? Unter 10 Grad. Unter 10 Grad kann sich der menschliche Körper nicht mehr effektiv selbst wärmen. Der Zittermotor verlangsamt sich, der Stoffwechsel sinkt und Unterkühlung setzt ein. Unterkühlung ist tödlich. Was passiert also in dieser ersten Stunde? Von Minute 0 bis Minute 15 spüren Sie nichts. Die Wände, die Decke und der Boden Ihres Hauses speichern noch die Wärme. Auch wenn die Heizkörper bereits abgekühlt sind, ist noch keine spürbare Veränderung zu bemerken. Aber genau das ist der gefährlichste Moment. Die Menschen verschwenden diese ersten 15 Minuten. Sie geraten in Panik, versuchen ihr Handy aufzuladen, fragen ihre Nachbarn, was passiert ist. All das ist Zeitverschwendung. Zwischen 15 und 30 Minuten beginnt ihr Körper, erste Signale zu senden. Ihre Zehen werden leicht taub, ihre Hände beginnen etwas abzukühlen. Das ist kein Zufall. Ihr Körper ist ein unglaublich intelligentes System. Wenn er Kälte wahrnimmt, ist seine erste Reaktion, die periphere Durchblutung zu verringern. Das heißt, er reduziert die Blutmenge, die zu ihren Händen, Füßen und Ohren fließt und leitet das gesamte Blut zu den zentralen Organen, also ihrem Herzen, ihrem Gehirn und ihren Nieren. Aus evolutionärer Sicht ist das sinnvoll. Um zu überleben, sind Gehirn und Herz unverzichtbar. Finger, Ohren und Nasenspitze können geopfert werden. Nach 30 bis 45 Minuten beginnt das Zittern. Zittern ist gut, denn es zeigt, dass Ihr Körper versucht, Wärme zu produzieren.
reduzieren. Ihre Muskeln ziehen sich schnell zusammen und entspannen sich wieder, wodurch Wärmeenergie erzeugt wird. Aber Vorsicht, Zittern verbraucht auch Energie. Unter normalen Bedingungen verbraucht ein Mensch etwa 2000 Kalorien pro Tag. Bei starkem Zittern können es jedoch bis zu 3500 oder sogar 4000 Kalorien pro Tag sein. Wenn Sie nicht genügend Nahrung zur Verfügung haben, ist das ein großes Problem. Nach 45 Minuten bis einer Stunde ist die Raumtemperatur auf 12 Grad gefallen. Wenn Sie ausatmen, sehen Sie Ihren Atem. Ihre Nase schmerzt, Ihre Ohren werden taub. Das ist der kritische Punkt. Die meisten Menschen begreifen immer noch nicht die Ernsthaftigkeit der Lage. Sie denken immer noch, dass sie noch etwas warten sollten, dass sich die Lage bald bessern wird. Nein, es wird sich nicht bessern. In 8 Stunden wird die Temperatur in diesem Raum -5 Grad betragen. Die erste Regel des Kommissars lautet, in der ersten Stunde nicht in Panik geraten, sondern einen Plan erstellen. Panik verbraucht Energie, führt zu falschen Entscheidungen und ruiniert sie. Ein Plan hingegen rettet Leben. Jetzt zeige ich Ihnen die erste lebensrettende Taktik. Sie ist so einfach, dass Sie es kaum glauben werden. Aber im Winter 1941 hat sie an der Ostfront Zehntausenden Soldaten das Leben gerettet. Zeitungspapier. Ja, Sie haben richtig gehört. Gewöhnliches Zeitungspapier. Dezember 1941. Die Deutschen stehen vor den Toren Moskaus. Adolf Hitler sagt der Armee, dass der Krieg vor dem Winter vorbei sein wird und Winterkleidung nicht nötig ist. Aber der Winter kommt. Und nicht nur das, es ist einer der härtesten Winter des Jahrhunderts. -40 Grad, an manchen Tagen sogar -50 Grad. Die Soldaten sind in ihren Sommeruniformen draußen. Die Logistik ist zusammengebrochen. Die Winterkleidung ist in Polen in den Zügen eingefroren, denn sogar das Lokomotivöl ist gefroren. Was machen diese Soldaten? Sie wollen nicht sterben. Sie improvisieren. Sie suchen Zeitungen, den völkischen Beobachter, alte russische Zeitungen, was immer sie finden können. Und sie stopfen diese Zeitungen unter ihre Jacken und in ihre Hosen. Warum funktioniert das? Physik. Kälte kann dich auf 3 Arten umbringen. Erstens durch Übertragung, also direkten Kontakt. Zweitens durch Konvektion, also Luftströmung. Drittens durch Strahlung, also Wärmeverlust. Zeitungspapier verhindert vor allem die Konvektion. Wie? Es bildet sehr dünne Luftschichten. Luft ist eigentlich ein perfekter Isolator, aber das Problem ist, dass Luft sich bewegt. Warme Luft steigt nach oben, kalte Luft sinkt nach unten. Zeitungspapier fixiert diese Luftschichten jedoch. Die Luft kann sich nicht mehr bewegen, wodurch der Wärmeverlust auf ein Minimum reduziert wird. Wie wenden Sie das an? Sammeln Sie alte Zeitungen aus Ihrem Haushalt. 20 bis 30 Seiten reichen aus. Legen Sie sie unter Ihr T-Shirt, auf Ihre Brust, Ihren Rücken, Ihren Bauch. Dann stecken Sie es in Ihre Hose, in Ihre Beine, Ihre Waden. Stopfen Sie es in Ihre Jacke, auch in die Ärmel, überall hin. Schauen Sie nun in den Spiegel. Sie sehen aufgebläht aus. Sie rascheln. Bei jeder Bewegung ist das Geräusch von Papier zu hören. Sehen Sie komisch aus? Vielleicht. Aber Sie sind am Leben. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass eine Zeitungsschicht ihre Körpertemperatur um 3 bis 5 Grad erhöhen kann. Das mag wie ein kleiner Unterschied erscheinen, aber genau das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Diese zusätzlichen 3 Grad verschaffen Ihnen 12 Stunden mehr Leben. Die zweite Strategie betrifft Ihre Füße. Die Füße sind der kritischste Bereich, da sie der am weitesten entfernte Punkt Ihres Körpers sind. Ihr Herz muss Blut bis dorthin pumpen. Bei kalter Witterung verengen sich die Blutgefäße. Die Durchblutung nimmt ab. Die Füße sind die ersten Stellen, die zu frieren beginnen. Und Erfrierungen bedeuten Gangrän. Gangrän bedeutet Amputation. Winter 1942, Belagerung von Stalingrad. Russische Bauern überleben monatelang bei Temperaturen von -50 Grad. Wie machen sie das? Mit Strohschuhen. Eine traditionelle Methode, die seit Jahrhunderten angewendet wird. Sie können das auch zu Hause machen. Sie brauchen dafür 2 Paar dicke Wollsocken, Stroh, trockenes Gras oder, wenn Sie das nicht haben, Alternativen, die Sie zu Hause finden können. Zerknüllte Papiertücher, dünne Zeitungsstreifen, sogar Baumwolle sind geeignet. Außerdem eine wasserdichte Plastiktüte. Wie machen Sie das?
Zuerst ziehen Sie die erste Socke an. Dann füllen Sie Ihre Füße mit Stroh oder einer Papiermischung. Nicht nur die Fußsohlen, sondern auch zwischen den Zehen, an den Fersen, überall. Das Ziel ist es, eine dicke Isolierschicht um Ihre Füße herum zu bilden. Dann ziehen Sie die zweite Socke darüber. Über die äußerste Schicht ziehen Sie die Plastiktüte. Warum eine Plastiktüte? Weil Feuchtigkeit Ihr größter Feind ist. Ihre Füße schwitzen. Schweiß bedeutet Feuchtigkeit. Wenn Feuchtigkeit mit Kälte kombiniert wird, entzieht sie der Wärme viel schneller Wärme. Die Plastiktüte bildet eine Feuchtigkeitsbarriere. Sie lässt die Feuchtigkeit im Inneren nicht nach außen und die Kälte von außen nicht nach innen. Was sagen wissenschaftliche Daten? Mit dieser Methode sinkt das Risiko einer Gangrän um bis zu 90%. 90%. In Stalingrad war der Unterschied in der Überlebensrate zwischen den Bauern, die diese Methode kannten, und den städtischen Flüchtlingen, die sie nicht kannten, unglaublich groß. Diese kleine Information hat Tausenden von Menschen die Füße und vielleicht sogar das Leben gerettet. Nun zur dritten Strategie. Diese ist etwas fortgeschrittener. Es handelt sich um eine Technik, die von professionellen Überlebenskünstlern angewendet wird. Sie wird als Thermokapselstrategie bezeichnet. Das physikalische Gesetz lautet: Ein großes Volumen benötigt viel Energie, ein kleines Volumen benötigt wenig Energie. Was bedeutet das? Sie werden nicht versuchen, Ihr ganzes Haus zu heizen. Das ist unmöglich, weil Sie nicht über genügend Energiequellen verfügen. Stattdessen wählen Sie strategisch einen Bereich aus und konzentrieren Ihre gesamte Energie darauf. Welchen Raum sollten Sie wählen? Den kleinsten Raum. Idealerweise 8 bis 10 Quadratmeter, vorzugsweise einen Raum mit Innenwänden. Warum Innenwände? Weil Räume mit Außenwänden, insbesondere Eckräume, viel schneller auskühlen. Die Außenwand steht in direktem Kontakt mit der Kälte draußen. Ein Eckraum mit 2 Außenwänden verliert aus 2 Richtungen Wärme. Sie haben Ihr Zimmer ausgewählt. Was tun Sie nun? Sie hängen Decken, Bettdecken und alles, was Sie finden können, an die Wände, vor allem an die Außenwände. Wenn Sie Aluminiumfolie zur Hand haben, umso besser. Warum Aluminiumfolie? Weil Folie Wärmestrahlung reflektiert. Normale Wände absorbieren Wärme und leiten sie nach außen weiter. Eine glänzende Oberfläche, insbesondere Aluminium, kann jedoch 95% der Wärmestrahlung zurückreflektieren. Aber damit sind Sie noch nicht fertig. Jetzt schaffen Sie einen zweiten Bereich im Zimmer. Ein kleines Zelt oder eine Kapsel. Wie machen Sie das? Verwenden Sie Dinge, die Sie bereits im Haus haben. Nehmen Sie einen Tisch und stellen Sie Stühle darum herum. Decken Sie ihn mit Decken, Bettdecken und allem, was Sie finden, ab. Oder verwenden Sie ein Bett. Bauen Sie eine Konstruktion um das Bett herum. Begeben Sie sich in dieses Mini-Zelt. Setzen Sie sich hinein. Legen Sie sich hin. Verbringen Sie Ihre Zeit dort. Gehen Sie nur nach draußen, wenn es notwendig ist. Zur Toilette, zum Kochen, um Wasser zu holen. Kehren Sie dann wieder hinein zurück. Was ist das Ergebnis? Im Außenraum herrschen Temperaturen unter 0, vielleicht -3 bis -5 Grad. Aber in Ihrer kleinen Kapsel kann es +10 Grad oder sogar +12 Grad warm sein. Wie ist das möglich? Der menschliche Körper produziert ständig Wärme. Ein Erwachsener produziert im Ruhezustand etwa 100 Watt Wärme. Wenn Sie zu zweit sind, sind es 200 Watt. Wenn Sie zu viert sind, sind es 400 Watt. Diese Wärme sammelt sich in einem kleinen Raum und hält sie warm. Die Eskimos machen das seit 1000 Jahren so. Was ist ein Iglu? Ein Haus aus Eis und Schnee. Klingt unlogisch. Oder kann ein Haus aus Eis warm halten? Ja, das kann es. Denn es geht nicht um das Volumen, sondern um die Isolierung. Ein Iglu ist klein. Es enthält wenig Luft. Die Körperwärme erwärmt diese kleine Luftmenge. Die Eiswände halten den Wind und die Kälte von außen ab.
Das Ergebnis: Bei minus 30 Grad draußen herrscht im Iglu eine Temperatur über 0 Grad. Die zweite Regel des Kommissars: Denken Sie nicht groß, leben Sie klein. Die vierte Strategie: Wärme ohne Feuer erzeugen. Keine Elektrizität, kein Erdgas, kein Holz. Wie wärmt man sich dann? Mit einem Kerzenofen. Stellen Sie sich 6 kleine Teelichter vor. Sie wissen schon, diese Kerzen, die in kleinen Metallbechern verkauft werden. Wenn alle 6 Kerzen zusammenbrennen, erzeugen sie etwa 240 Watt Wärme. Das entspricht einem Laptop. Reicht das aus? Allein nicht. Aber wenn man es richtig einsetzt, ja, was brauchen Sie? 6 Teelichter, 2 Terrakotta-Töpfe, einen großen mit einem Durchmesser von etwa 20 cm, einen kleinen mit einem Durchmesser von etwa 10 cm, außerdem ein flaches Metalltablett oder einen Keramikteller. Wie stellen Sie das Ganze auf? Stellen Sie die Kerzen kreisförmig auf das Tablett. Zünden Sie sie an. Drehen Sie dann den kleinen Topf um und stellen Sie ihn genau in die Mitte der Kerzen. Drehen Sie anschließend den großen Topf um und stellen Sie ihn auf den kleinen Topf. Die beiden Töpfe stehen nun umgekehrt ineinander. Warten Sie nun. Berühren Sie den Topf nach 10 Minuten. Seien Sie vorsichtig, denn er wird heiß sein. Nach 20 bis 30 Minuten werden Sie eine Veränderung in der Raumluft spüren. Die Temperatur wird um 1 oder 2 Grad steigen. Wie funktioniert dieses System? Die Flamme der Kerze strahlt direkt Wärme ab, aber diese Wärme vermischt sich sofort mit der Luft und steigt zur Decke auf. Sie verschwindet. Aber was macht der Topf aus Ton? Ton ist eine thermische Masse. Das heißt, er absorbiert die Wärme, speichert sie und gibt sie dann langsam an die Umgebung ab. Deshalb bleibt der Topf auch nach dem Erlöschen der Kerze noch eine Weile warm. Warum 2 Töpfe? Beide erfüllen die gleiche Funktion, aber 2 Schichten bedeuten mehr thermische Masse, mehr Wärmespeicherung, längere Wärmeabgabe. Doch nun muss ich eine sehr wichtige Warnung aussprechen. Das ist lebenswichtig. Schließen Sie niemals, und ich wiederhole, niemals, das Fenster vollständig. Kohlenmonoxidvergiftung ist ein stiller Killer. Es ist geruchlos, farblos, unsichtbar. Ehe man sich versieht, ist das Leben vorbei. Wenn eine Kerze brennt, verbraucht sie Sauerstoff und produziert Kohlenmonoxid. In einem kleinen, schlecht belüfteten Raum sammelt sich Kohlenmonoxid an. Zuerst spürt man Kopfschmerzen, dann Übelkeit, dann Schwindel, dann schläft man ein und dann wacht man nie wieder auf. Jedes Jahr sterben in Deutschland 4 bis 5 Menschen an Kohlenmonoxidvergiftung. Normalerweise. In einer Winterkatastrophe steigt diese Zahl um ein Vielfaches. Denn die Menschen zünden in ihrer Verzweiflung Kerzen an, tun alles, um sich warm zu halten und vergessen dabei grundlegende Sicherheitsregeln. Die Regel ist ganz einfach. Lassen Sie immer ein Fenster 2 bis 3 Zentimeter geöffnet. Immer. Nachts geöffnet, tagsüber geöffnet. Ja, Sie verlieren etwas Wärme, aber Sie schützen Ihr Leben. Wenn Sie zwischen Wärmeverlust und Lebensverlust wählen müssen, ist die Antwort ganz klar. Die dritte Regel des Kommissars: Belüftung ist nicht optional, sondern lebensnotwendig. Die 5. Strategie: Nahrung als Treibstoff betrachten. Ihr Körper ist wie ein Motor. Ein Motor läuft nicht ohne Treibstoff. Ihr Körper funktioniert nicht ohne Nahrung. Unter normalen Bedingungen verbraucht ein durchschnittlicher Erwachsener etwa 2000 Kalorien pro Tag. Bei minus 40 Grad Celsius kann diese Zahl jedoch auf 3500 oder sogar 4000 Kalorien ansteigen. Warum? Weil Ihr Körper ständig Wärme erzeugen muss. Zittern, beschleunigter Stoffwechsel, Aufrechterhaltung der inneren Organtemperatur. All das erfordert zusätzliche Energie. Was passiert, wenn Sie nicht genügend Kalorien zu sich nehmen? Ihr Körper beginnt, sich selbst zu verbrennen. Zuerst schmilzt er die Fettdepots, dann verbrennt er Muskeln, dann werden lebenswichtige Organe geschädigt. Wenn Hunger und Kälte zusammenkommen, kommt der Tod viel schneller. Was sollten Sie essen? Denken Sie strategisch. Es gibt 3 Hauptnahrungsmittelgruppen. Erstens Fette, Butter, Olivenöl, Erdnussbutter, Haselnüsse, Walnüsse. Fette liefern 9 Kalorien Energie pro Gramm. Kohlenhydrate und Proteine liefern nur 4 Kalorien. Fett ist also die konzentrierteste Energiequelle. Außerdem verstoffwechselt Ihr Körper Fett langsam und liefert so langanhaltende Energie. Zweitens Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Zucker.
Zucker. Kohlenhydrate liefern schnell Energie. Ihr Körper verbrennt sie sofort. Wenn sie zittern oder sich bewegen, benötigen sie Kohlenhydrate. Drittens, Proteine, Fleisch, Eier, Käse, Hülsenfrüchte. Proteine nähren die Muskeln und liefern mittelfristige Energie. Was ist ideal? Eine ausgewogene Mischung aus allen drei. Ein fettreiches Frühstück am Morgen, Butterbrot, Eier, Käse, ein kohlenhydratreiches Mittagessen, Nudeln, Reis, Proteine am Abend, Thunfisch aus der Dose, Bohnen. Was trinken? Heißes Wasser, Tee, heiße Suppe. Trinken Sie kein kaltes Wasser. Warum? Weil Ihr Körper Energie aufwendet, um das kalte Wasser auf Körpertemperatur zu bringen. Wenn Sie ein Glas Wasser mit 0 Grad trinken, muss Ihr Körper es auf 37 Grad erwärmen. Das bedeutet zusätzliche Kalorien. Wenn Sie jedoch heißes Wasser trinken, nehmen Sie direkt Wärme auf. Die 4. Regel des Kommissars. Essen ist kein Luxus, sondern Treibstoff zum Überleben. Die 6. und letzte Strategie. Sie ist vielleicht die wichtigste, denn die meisten Menschen sterben nicht physisch, sondern zuerst mental. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen seit Tagen in einem dunklen, kalten, übel riechenden Raum. Draußen tobt ein Sturm. Manchmal hören Sie Geräusche. Sie wissen nicht, ob es der Wind ist oder etwas anderes. Kein Telefon, kein Internet, keine Kommunikation mit irgendjemandem. Sie wissen nicht, wie lange es noch dauern wird. Vielleicht einen Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht länger. Dieser psychische Druck ist unerträglich. Im Zweiten Weltkrieg gab es bei Soldaten etwas, das man den 1000-Meter-Blick nennt. Die Augen des Soldaten sind offen, aber er schaut ins Leere. Sein Lebenswille ist tot. Der Körper lebt noch, aber der Mensch ist innerlich bereits am Ende. Diese Menschen sterben meist kurz darauf auch physisch, weil sie keinen Lebenswillen mehr haben. Wie widersteht man? Routine, eine strikte Tagesroutine. Morgens aufwachen, zu einer bestimmten Zeit, selbst wenn keine Uhr da ist, auf den Sonnenaufgang warten, aufstehen, die Waffe überprüfen, was auch immer man hat, die Vorräte prüfen, wie viele Kerzen hat man noch, wie sieht es mit dem Wasser aus, wie viel Essen hat man, das Gesicht waschen, selbst wenn man nur wenig Wasser hat, es mit etwas Schnee einreiben, den Schnurrbart stutzen, die Haare kämmen, das sind Kleinigkeiten, aber sie erinnern einen daran, dass man noch mit der Zivilisation verbunden ist. Essen, regelmäßige Mahlzeiten, morgens, mittags, abends, nichts auslassen. Es ist wichtig, sowohl körperlich als auch psychisch, sich beschäftigen, Kleidung flicken, Notizen machen, Tagebuch schreiben, wenn kein Papier da ist, im Kopf schreiben. Was wird man morgen tun? Was ist das Erste, was man tut, wenn der Strom wieder da ist? Pläne schmieden, mit Freunden, Familie sprechen, laut, selbst wenn man allein ist, mit sich selbst sprechen. Es mag verrückt klingen, aber Geräusche machen ist wichtig. Stille macht verrückt. Erinnerungen erzählen. Erinnert euch an Sommertage. Stellt euch vor, ihr geht an einem heißen Tag ans Meer. Stellt euch vor, ihr schwitzt. Die Sonne brennt auf eurem Rücken. Erinnert euch daran, wie ihr frisch gebackenes, warmes Brot gekauft habt, auf dem die Butter zerläuft. Denkt an diese Dinge. Stellt sie euch vor, fühlt sie. Kollektives Gedächtnis. Wenn ihr zu dritt seid, erzählt euch gegenseitig Geschichten. Das ist nicht nur Zeitvertreib, das hält euch mit der Zivilisation verbunden. Das macht euch menschlich. Tiere überleben nur. Menschen erinnern sich, stellen sich vor, hoffen. Die 5. Regel des Kommissars. Der Geist bricht vor dem Körper, schützt den Geist. Nun lasst uns über die Wahrheit sprechen. Was lehrt uns die Geschichte? Der Winter 1941-42, die Ostfront. 200.000 deutsche Soldaten erfroren. Warum? Weil sie unvorbereitet waren. Sie hatten keine Winterkleidung, keine Informationen, keinen Plan. Februar 2021, Texas. Das Stromnetz brach zusammen. 246 Menschen erfroren in ihren eigenen Häusern, im modernen Amerika, im 21. Jahrhundert. Warum? Weil sie es nicht wussten. Sie wussten nicht, wie man sich warm hält, wie man überlebt. Jetzt wissen sie es. Zeitungen retten Leben. Strohschuhe verhindern Wundbrand. Ein kleines 10:58 Uhr macht einen großen Unterschied. Mamas Herd funktioniert. Essen ist Treibstoff. Routine schützt vor Wahnsinn. Im Jahr 2026 herrscht Klimakaos. Der Nordpol schmilzt.
Am Südpol werden Rekordtemperaturen gebrochen. Jetstreams verändern sich. Die Winter werden härter. Die Sommerhitze ist extremer. Energiequellen altern. Cyberangriffe nehmen zu. Geopolitische Spannungen steigen. Die Bundesnetzagentur warnt offen, das Risiko von Stromausfällen im großen Netz steigt jährlich. Dies ist keine Verschwörungstheorie, es ist ein offizieller Regierungsbericht. Sind Sie bereit? Jetzt sind Sie es. Was ist Ihre Aufgabe? Besorgen Sie sich Details dieser Informationen. Sie sind nicht käuflich oder auffindbar. Bringen Sie das Programm Ihrer Familie zu Hause bei. Teilen Sie es mit Ihren Nachbarn. Schreiben Sie in die Kommentare: Ich bin bereit. Mal sehen, wie viele bereit sind. Lasst den Algorithmus mit diesem Video möglichst viele Menschen erreichen. Liket das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Benachrichtigungen, denn der Kommissar teilt jede Woche lebensrettende Informationen. Merkt euch, Wissen ist Macht, Unwissenheit ist der größte Feind. Ich bin der Kommissar.